Jeder, der sich auf der Weltkarte schon mal Südamerika angeschaut hat, hat sich mit Sicherheit über die sehr außergewöhnliche Form Chiles gewundert. In seiner maximalen Breite misst das Land nur 117 Kilometer, in Länge aber über 4200 Kilometer. Würde man Chile über Europa legen, würde es vom Nordkap bis nach Libyen reichen. Es erstreckt sich insgesamt über 38 Breitengrade, weshalb dort 6 der weltweit 9 Ökozonen vertreten sind. So besitzt es neben eiskalten, subpolaren Zonen auch Wüsten, in denen es seit 400 Jahren nicht mehr geregnet hat. Und auch sonst ist Chile ein ziemlich außergewöhnliches Land. Wir schauen uns deshalb heute die spannende Geschichte dieses Landes an und ergründen letztendlich die Frage, warum Chile so eine seltsame Form hat. Viel Spaß! Vor ca. 10.000 Jahren fielen erstmals Menschen in das Gebiet des heutigen Chiles ein. Sie lebten hauptsächlich im Norden, wo sie vor allem Ackerbau betrieben, breiteten sich aber bis in den Süden nach Patagonien aus, wo die Einwanderer hauptsächlich vom Fischfang lebten. Diese Gruppen aus Einwanderern lebten über viele Jahrtausende relativ friedlich nebeneinander, bis sich ab dem 15. Jahrhundert innerhalb kürzester Zeit alles änderte. Zu dieser Zeit fielen nämlich die Inka im Norden des heutigen Chiles ein. Diese konnten sich immer weiter ausbreiten und bis weit in den Süden vordringen. Die ursprüngliche Bevölkerung wurde dabei zu großen Teilen verdrängt. Lediglich ganz im Süden konnten sich die Stämme der Mapuche halten und die Inka vor weiteren Vorstößen abhalten. Doch die Herrschaft der Inka währte nur relativ kurz. Denn zu Beginn des 16. Jahrhunderts fiel die Kolonialmacht Spanien in Südamerika ein und konnte die Inka innerhalb weniger Jahre vollständig besiegen und auslöschen. Der Eroberer Pedro de Valdivia durchquerte 1540 schließlich die Atacama-Wüste und gründete die heutige Hauptstadt Santiago. Chile wurde daraufhin Teil des Vizekönigreichs Peru und es begann der Abbau von Rohstoffen, vor allem Gold und Silber, wodurch die Spanier unglaublich reich wurden. Die Mapuche im äußersten Süden des Landes blieben aber weiterhin standhaft und errangen immer weiter Siege gegen die übermächtig erscheinende Kolonialmacht. Sie kannten das Territorium sehr gut und die Spanier taten sich sehr schwer in diesem rauen und kalten Gebiet. Und auch wenn die Spanier ihr Kolonialreich in zeitgenössischen Karten oft bis ganz in den Süden Patagoniens zeichneten, konnten sie dieses Territorium nie wirklich erobern. So blieben die Mapuche das einzige Volk in Lateinamerika, das sich gegen die europäischen Kolonialmächte durchsetzen konnte. Sie überdauerten die gesamte Kolonialzeit und existieren sogar heute noch als Volksgruppe in Chile. Im Verlauf der Jahrhunderte gab es dabei auch immer wieder Unabhängigkeitsbewegungen, die eine Loslösung Chiles von Spanien forderten. Realität wurde diese aber tatsächlich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Spaniens Macht in Europa hatte bereits seit langem seinen Zenit überschritten und 1808 besetzte schließlich Napoleon ganz Spanien. Viele Provinzen des spanischen Kolonialreichs nutzten diese Gunst der Stunde und etablierten eigene Regierungen, die sich für die Unabhängigkeit einsetzten. So auch in Chile. Doch einige Jahre später kam der spanische König wieder zurück auf den Thron und er wollte mit Gewalt alle abtrünnigen Provinzen wieder zurückerobern. Die Chilenen jedoch hatten sich mittlerweile gut organisiert und sogar eine eigene Armee aus Freiheitskämpfern aufgestellt. Es kam zu mehreren Schlachten, in denen sich die Chilenen durchsetzen konnten. Und auch wenn der spanische König immer mehr Soldaten schickte, wurde er doch auch in der Entscheidungsschlacht in der Nähe der Hauptstadt geschlagen. So wurde Chile schließlich 1818 ein formal unabhängiger Staat. Doch zu dieser Zeit hatte Chile noch nicht die außergewöhnlichen Ausmaße, die es heute hat. Es umfasste damals lediglich das mittlere Drittel der heutigen Landmasse. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sowohl die Expansion nach Norden als auch nach Süden. Im Norden brach dabei der sogenannte Salpeterkrieg aus. Bolivien führte damals eine Salpetersteuer für chilenische Unternehmen ein und verstoß damit gegen geltende Verträge. Chile fiel daraufhin in Bolivien ein, welches wiederum mit Peru verbündet war. Doch Chile konnte beide Gegner ausschalten und annektierte im anschließenden Friedensvertrag große Gebiete beider Staaten. Bolivien wurde somit vollkommen vom Meer abgeschnitten. Und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die Expansion nach Süden. Dort kam es zu mehreren Kämpfen gegen die Mapuche, die ja sowohl den Inka als auch den Spaniern trotzen konnten, jedoch von Chile und Argentinien letztendlich geschlagen wurden. Daraufhin teilten Argentinien und Chile die Südspitze Südamerikas unter sich auf und Chile konnte sein Territorium nochmal deutlich erweitern. Chile wuchs so also unglaublich in die Länge, jedoch niemals wirklich in die Breite. Grund dafür ist aber vor allem eine geografische Barriere, nämlich die Anden. Dieses Gebirge, das das ganze Land durchzieht, stellt an den meisten Stellen eine unüberwindbare Hürde dar. So wurde zwar einerseits eine Expansion Chiles nach Osten verhindert, andererseits stellte es aber auch stets einen perfekten natürlichen Verteidigungswall dar, der ein Eindringen in chilenisches Territorium sehr schwierig machte. Und deshalb hat Chile also diese außergewöhnliche Landesform.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch weiter für lateinamerikanische Geschichte interessiert, dann kann ich euch noch sehr das Video empfehlen, warum Mexiko von einem Österreicher regiert wurde. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.